Eröffnung der Wiener Messe bestätigte aufs Neue die große Bedeutung Wiens als Tor zum Südosten Europas. Reichsminister Funk und Gauleiter Reichsstatthalter Baldur von Schirach beim ersten Rundgang durch das Messegelände. Wie schon auf der Leipziger Messe war auch hier die internationale Beteiligung sehr stark. Im Ganzen zählte man 2150 Ausstellerfirmen gegen 1900 auf der letzten Herbstmesse. Der Führer spricht zur Eröffnung des zweiten Kriegswinterhilfswerkes im Sportpalast. Zuvor gab Reichsminister Dr. Goebbels den Rechenschaftsbericht über das Ergebnis des Winters 1939-40. Dieses erste Kriegswinterhilfswerk stellt ein einzigartiges Bekenntnis der Opferbereitschaft der Heimat dar. Es erbrachte insgesamt 681 Millionen Reichsmark. Damit wurde die Summe des Vorjahres um rund 115 Millionen Reichsmark übertroffen. Aus dem Aufkommen des Winterhilfswerkes wurden bisher unter anderem geschaffen, im Rahmen der Aktion Mutter und Kind, 60.000 Einrichtungen wie Mütterheime, Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugenderholungsheime, Jugendheimstätten und Hilfs- und Beratungsstellen. Im Rahmen des Volksgesundheitsdienstes wurden unter anderem 177 Gesundheitswagen und fahrende Schulzahnkliniken in Dienst gestellt. Durch diese und ähnliche Aktionen wurden bisher 4,5 Millionen Jugendlicher erfasst. Das Hilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz veranstaltete im Sommer 1940 besondere Sammlungen, die ein Ergebnis von 221 Millionen erbrachten. Aus dem gewaltigen Hilfswerk wurden für den Aufbau in den neuen Ostgebieten rund 6. In den großen deutschen Industriewerken sind besondere Kindergärten eingerichtet worden, in denen die berufstätigen Frauen ihre Kinder vor Arbeitsbeginn der Obhut von NSV-Schwestern übergeben können. Seit Beginn des Krieges hat die deutsche Frau einsatzbereit den Arbeitsplatz des Mannes eingenommen, der als Frontsoldat seine Pflicht tut. Die Deutsche Arbeitsfront sorgt dafür, dass jede Frau einen mustergültigen Arbeitsplatz erhält. Auch für die sonstige Betreuung ist in umfassender Weise gesorgt. Einer der wichtigsten Zweige der deutschen chemischen Industrie ist die Heilmittelherstellung. Die deutschen Heilmittel sind in der ganzen Welt zu einem Qualitätsbegriff geworden. Sie stellen auch während des Krieges einen begehrten Exportartikel dar. Hier werden Aspirintabletten gepresst, abgezählt und verpackt.
Das Einfüllen von flüssigen Medikamenten in Ampullen geschieht durch Präzisionsapparate, die die Flüssigkeitsmenge genau dosieren und die Ampullen dann automatisch zuschmelzen. Herstellung von splittersicherem Glas. Bei der Ausrüstung der Truppe ist die Erhaltung der vollen Kampffähigkeit einer der ersten Grundsätze. Hierzu gehört für eine motorisierte Armee auch die Schaffung von splittersicherem Panzerglas. Flüssiges Rohglas wird zu Tafeln gegossen. Untersuchung einer Glasplatte auf Gussfehler. In der Poliermaschine. Zwischen zwei Glasscheiben wird eine Zellonschicht gelegt, die das Glas splittersicher macht. Kantenschleifen. Frauen schneiden Brillengläser für Kraftfahrer. Eine Fallprobe. Das Glas ist gesprungen, dabei aber nicht zersplittert. Eine 30 mm Panzerscheibe wird geprüft. Zurück in die Heimat. Die Bewohner der westdeutschen Grenzbezirke, die bei Beginn des Krieges aus Sicherheitsgründen ins Innere des Reiches gebracht worden waren, werden jetzt fortlaufend in ihre Heimat zurückgeleitet. Überall wird ihnen ein herzlicher Abschied zuteil. An alles ist gedacht. Auf den Abgangs- und Durchgangsstationen genießen die Kleinkinder besonders aufmerksame Pflege. Unseren verwundeten Soldaten gehört die ganze Liebe und Fürsorge der Heimat. Ehe sie nach der Heilung ihrer Wunden wieder zum Dienst in der Wehrmacht zurückkehren, verbringen sie in Genesungsheimen, die in den schönsten Landschaften des Reiches liegen, einige Wochen der völligen Erholung. Das Rasthaus am Chiemsee, das von Reichsminister Dr. Todt zur Verfügung gestellt wurde. Das aus der SA-Standarte Feldherrnhalle hervorgegangene Bataillon Feldherrnhalle kehrte aus dem Feld zurück. Generalleutnant von Dalwig
und der Stabschef der SA, Lutze, schritten die Front des Bataillons ab. Der Stabschef ehrte die Toten des Bataillons, das bei den siegreichen Schlachten im Westen in vorderster Front kämpfte. Hier eine Gruppe der aus der SA-Standarte Feldherrnhalle hervorgegangenen Ritterkreuzträger, die heute in den verschiedensten Teilen der Wehrmacht Dienst tun. Der Führer verlieh der Leibstandarte SS Adolf Hitler, die in Polen, Holland, Belgien und Frankreich mit hervorragender Tapferkeit gekämpft hat, seine Standarte. Die Übergabe des neuen Feldzeichens erfolgte durch den Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, in Metz. SS-Obergruppenführer Dietrich nimmt die Standarte in Empfang. Zum ersten Male wird die neue Standarte, einem Ehrenbataillon voran, durch die Stadt Metz getragen. Am Ende des ersten Kriegsjahres veranstaltete der Reichsarbeitsdienst zusammen mit den Parteiorganisationen die erste deutsche Großkundgebung in Warschau. Ernst Neal, der Komponist des England- und des Frankreich-Liedes. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltungen erhielt hier ebenso wie in allen anderen Städten des Generalgouvernements der größte und schönste Platz den Namen Adolf-Hitler-Platz. Reichsarbeitsführer Hirl nahm an dem Staatsakt teil. Der Beauftragte für die Stadt Warschau vollzieht die Weihe. Bergung englischer Heeresfahrzeuge in Belgien. Nachdem die britischen Rückzugsstraßen von den zurückgelassenen Fahrzeugen und Materialien befreit worden sind, geht man jetzt daran, auch die bei der wilden Flucht in Gräben und Flüsse hineingefahrenen Panzerwagen und Autos aller Art herauszuholen. Reif für die Verschrottung. NSKK-Männer übernehmen das Abschleppen der Autowracks. An der von uns besetzten Atlantik- und Kanalküste treiben immer zahlreicher englische Minen an, die sich von ihrer Verankerung losgerissen haben. Besondere Kommandos der Kriegsmarine entschärfen diese Minen. Vorsichtig wird die Zündapparatur herausgenommen. Nur geschulte Spezialisten können diese gefahrvollen Arbeiten ausführen. Auf einem Platz werden die entschärften Minen gesammelt, auseinandergenommen und verschrottet.
deren Entschärfung zu gefahrvoll wäre, werden an Ort und Stelle gesprengt. Eine italienische Bombenstaffel in Libyen macht sich fertig zum Feindflug. Der Staffelführer gibt letzte Anweisungen. Fertig zum Start. Über die Wüste geht es zum Meer. Ein englischer Geleitzug ist gesichtet. Die italienischen Bomber setzen zum Angriff an. So wird die englische Schifffahrt auch im südlichen Mittelmeer immer empfindlicher getroffen. Der Seeweg nach Ägypten und Indien ist für die Engländer ständig bedroht durch die Flugzeuge der italienischen Luftwaffe. Norwegen ist in unserer Hand. Dänemark besetzt. Die Niederlande, Belgien und Frankreich sind niedergeworfen. Vom Nordkap bis zu den Pyrenäen erstreckt sich die Ausgangsstellung für die Operationen unserer Luftwaffe. Englands Einkreisungspolitik hat sich gegen das Inselreich selbst gewandt. Hier das Sperrgebiet, das aufgrund der totalen Blockade gezogen wurde. Im August griff unsere Luftwaffe an die 500 Mal kriegswichtige Ziele an. Vor allem in Mittel- und Südengland und am Bristolkanal. Hand in Hand damit gingen die Angriffe auf die englische Flotte. Die Luftwaffe versenkte im August 24 Kriegs- und Handelsschiffe. 64 weitere wurden beschädigt. Die Hauptangriffsziele waren Kriegs- und Handelshäfen. Tank- und Vorratslager wurden hierbei getroffen. Rüstungswerke. Flugplätze und Nachschublager. So hat im August die ganze Insel Tag und Nacht die Kraft der deutschen Luftwaffe zu spüren bekommen. Unsere Jagd- und Zerstörerverbände haben den Kampfgeschwadern den Weg ins Herz der Insel freigemacht. In erbitterten Luftkämpfen durchbrachen sie die um den Südrand Englands gelegte Luftsperre. 1352 feindliche Flugzeuge und 193 Sperrballone wurden dabei im Laufe des Monats August vernichtet. England, sagte der Führer, wird niederbrechen, so oder so. Auf einem Feldflugplatz an der Kanalküste. Auch in ihren Ruhestunden halten sich die Mannschaften stets einsatzbereit. Befehl zum Einsatz. Der Gruppenkommandeur gibt die Anweisungen für den Feindflug. Das Ziel ist die untere Themsemündung. Der Fallschirm wird angelegt. Jede Maschine bekommt eine schwere Bombenlast mit. Ein Filmberichter der Propagandakompanie erklärt seine Kamera. Ein anderer Aufnahmeapparat wird über dem Leitwerk der Maschine eingebaut und durch ein Schaltkabel mit der Bugkanzel verbunden.
großer Höhe geht es der englischen Küste entgegen. Unter uns die Themsemündung. Durch die zerrissene Wolkendecke ist das Ziel klar erkannt. Über der Wolkendecke dunkle Sprengpunkte. Die englische Flak schießt viel zu kurz. Die Bomben haben gesessen. Schwere Rauchwolken zeugen von ihrem Zerstörungswerk. Im Tiefflug wird ein gut getarnter englischer Flugplatz mit Bomben belegt. Das ist der Krieg, den England wollte.